Mit einem Prosit Neujahr möchte ich die Gelegenheit nutzen, um all unseren Zusehern Gesundheit, Zufriedenheit und Glück für das junge Kalenderjahr 2024 zu wünschen. Recht herzlich willkommen zum wöchentlichen Kapitalmarkt-Update von Raiffeisen Capital Management. Ja, was war das für ein unglaubliches Kursfeuerwerk, was wir noch zu Jahresende an den internationalen Börsen zu verzeichnen hatten. Das fast schon hysterische Einpreisen von erwarteten Zinssenkungen für das Jahr 2024 bei gleichzeitiger Annahme eines Soft-Landings für die amerikanische Wirtschaft katapultierten die Aktien als auch die Anleihenkurse weltweit auf ihre Jahreshöchststände. Mit diesem spät angezogenen Kurssprint kam es dann auch zu äußerst erfreulichen Wertzuwächsen für das Gesamtjahr 2023. Die meisten großen Aktienmärkte können auf eine zweistellige Jahresperformance zurückblicken. An einigen Aktienmärkten, wie zum Beispiel am breiten europäischen Aktienmarkt sowie beim deutschen Börsebarometer, wurde sogar die plus 20%-Marke geknackt. Die einzige große Ausnahme, die sich bereits im Jahresverlauf abzeichnete, war 2023 die chinesische Börse, die das Jahr mit minus 14% auf Euro-Basis gerechnet beendete. Anhaltende Immobilienmarktturbulenzen, aber auch massive Verunsicherung betreffend Handelskonflikt und Taiwan-Frage schreckten dort die internationalen Investoren ab. Rückblickend war 2023 auch ein ausgezeichnetes Jahr am Anleihemarkt. Attraktive laufende Zinserträge und eine sagenhafte Kursrallye zu Jahresende erhöhte die Jahresperformance noch einmal kräftig. Passend zu einem Jahr mit generell gutem Kapitalmarktumfeld war die Performance innerhalb der unterschiedlichen Anleihesegmente besonders ertragreich für das bonitätsschwächere Anleihesegment. Entsprechend waren Euro-High-Yield-Anleihen mit knapp 12% der Top-Performer. Aber auch italienische Staatsanleihen und Schwellenlandanleihen brachten rund 8 bis 9% Performance. Selbst bonitätsstärkere Unternehmensanleihen, also Anleihen mit einem Mindestrating von BBB, erzielten im Schnitt eine Jahresperformance von rund 8%. Die spannende Frage, die sich nun für uns alle, die wir am Kapitalmarkt tätig sind, stellt, lautet daher: Wie wird das Börsenjahr 2024? Nun, um die wie jedes Jahr um diese Zeit in üppiger Manier vorgebrachte Jahresprognose zahlreicher Volkswirte, Researchhäusern sowie Assetmanagern und Investmentbanken einfach zusammenzufassen, liegt der aktuelle Konsensus bei folgender Erwartung. Erstens: Die globale Wirtschaft präsentiert sich im heurigen Jahr schwach. Eine tiefe und lang anhaltende Rezession wird aber nicht erwartet. Im Jahresverlauf erwartet man dann eine Verbesserung der Wirtschaftsdynamik. Zweitens: Die Inflationsraten in der Eurozone und in den Vereinigten Staaten sind noch nicht an ihrem Tief angelangt. Doch wie im Sport gestalten sich die letzten Meter immer als die schwierigsten. Sprich, ein zu erwartender Rückgang auf die jeweils festgesetzten Inflationstargets der Federal Reserve und der EZB wird wohl eine zähe Angelegenheit werden. Ja, und drittens: Die Notenbanken werden aufgrund schwacher Wirtschaft und beherrschbarer Inflation die Zinsen senken. Aktuell preist der Markt einen Zinsrückgang in den Vereinigten Staaten von 5,5% auf 4% bis Jahresende ein. In Europa gehen die Schätzungen von Zinssenkungen im Ausmaß von ebenfalls 1,5% aus. Dies würde bedeuten, dass der Leitzins von 4% auf 2,5% zurückgenommen wird. Der zeitliche Beginn der Zinssenkungen liegt so in etwa in der Schlussphase des ersten Quartals 2024. Als Conclusio bleibt, dass ein Szenario von sinkenden Zinsen und sinkender Inflation durchaus unterstützend sowohl für die Aktien als auch für die Assetklasse der Anleihen eingeschätzt werden darf. Als Knackpunkt, vor allem für die Assetklasse der Aktien, bleibt wohl der Umstand, ob eine tiefe und lang anhaltende Rezession vermieden werden kann. Ein Szenario, welches in der Vergangenheit selten gelungen ist, aber eben nicht auszuschließen ist.
So, das war es auch schon wieder zum Jahresauftakt. Ab nächster Woche gehen wir wieder dann verstärkt auf die wöchentlichen Einschätzungen von Makrodaten, Zinspolitik und deren Auswirkungen auf die einzelnen Assetklassen ein. Ich wünsche euch noch eine erfolgreiche Kapitalmarktwoche und verabschiede mich mit einem Servus aus Wien, euer Christian Leinweber. Thank you.